Jetzt geht es weiter mit den Details zum suprapubischen Katheter oder auch als Bauchdeckenkatheter bezeichnet. Ein suprapubischer Katheter ist ein künstlicher Ausgang der Blase, der oberhalb vom Schambein durch die Bauchdecke bis direkt zur Blase führt. Dieser Katheter kann nicht einfach von Pflegepersonal gelegt werden, wie man das bei dem Katheter durch die Harnröhre vielleicht kennt. Dieser Katheter wird in einem kleinen operativen Eingriff von einem Urologen, einem Arzt durchgeführt. Das passiert mit einer kleinen Lokalanästhesie. Und da wird dann eben mit einer relativ großen Nadel ein Loch von der Bauchdecke oberhalb vom Schambein bis in die Blase gestochen. Das muss also auch unter Kontrastmittelkontrolle und sowas erfolgen, dass man eben keine anderen Organe verletzt. Und dann ist das Ganze natürlich erstmal eine Wunde. Es wird dann direkt dieser Katheter darüber gelegt. Am Anfang hat man auch erstmal einen Beutel dran, damit es abläuft, muss eben auch regelmäßig einen Verbandswechsel machen. Und dann wird der Katheter alle 4 bis 6 Wochen entsprechend gewechselt. In Deutschland ist es so, dass es eine ärztliche Tätigkeit ist und nur vom Arzt ausgeführt werden darf. In anderen Ländern weiß ich, dass es zum Teil eben auch vom Pflegepersonal durchgeführt werden darf. So, also so sieht ein Katheter aus. Der Teil hier, der hier wackelt, also von meinem Daumen an bis zu dem Ende, ist der Teil, der in Blase und in dem Löchlein vom Bauch bis zur Blase steckt. Ja, an dem unteren Ende von dem Katheter, an der Katheterspitze, sieht man auf der Oberseite, und ich drehe es jetzt mal auf der Unterseite, jeweils ein Loch. Darüber läuft der Urin durch den Katheter dann ab. Und damit der Katheter in der Blase hängen bleibt, ist dort unten noch ein Ballon, den man sozusagen blocken kann. Also man macht diesen Ballon voll. Das wird einfach mit einer kleinen Spritze gemacht. Die wird oben am Katheter dran gemacht und dann wird je nach Katheter eine gewisse Milliliteranzahl dort reingepumpt. Wir haben jetzt extra gefärbtes Wasser genommen, damit man das sieht. Und dieser Ballon sorgt eben dafür, dass der Katheter aus dem Loch nicht rausrutschen kann. Somit braucht man auch diesen Katheter dann nicht an der Haut irgendwie fixieren. Viele fragen sich immer bei diesen Kathetern, ja, wenn man da in den Ballon was reinmacht und wie kann das denn funktionieren, dass das nicht in die Blase läuft oder umgekehrt. Der Katheter hat hier oben 2 Öffnungen. Die eine Öffnung, die hier grün-weiß ist, das ist die direkt innerhalb vom Schlauch zum Ballon führt und die einen ganz separaten Gang hat von dem Loch, was unten an der Katheterspitze in die Blase hängt. Das heißt, es sind in diesem Schlauch, das kann man jetzt von außen nicht sehen, 2 verschiedene Schlauchsysteme. Und an dieses Löchlein, an dieses andere blaue Löchlein vom Katheter, wo das direkt in die Blase geht, kann man dann entweder direkt einen Beutel anschließen oder eben, so wie in meinem Fall, ein Ventil. Ich zeige euch jetzt erstmal das Ventil. Das ist das, was ich habe. Auf der einen Seite vorne kommt der Urin dann rausgelaufen. Und dann haben wir noch einen großen roten Knopf dort dran, den man dann drücken kann. Wenn man ihn gedrückt hält, läuft der Urin ab. Wenn man den Knopf wieder loslässt, ist das Ventil wieder verschlossen. Oder man hat hier die Möglichkeit, den roten Knopf runterzudrücken, den weißen Schieber nach hinten und dann ist das Ventil auf Dauer geöffnet gestellt. Die andere Seite vom Ventil ist das, was dann hier in den Katheter gesteckt wird. Das ist dann also das, was in diesem Schlauch verschwindet. Das stecken wir jetzt einfach mal da rein. Wichtig ist da, dass man das gut und fest zusammensteckt, damit das Ventil auch gut daran hält. Und das ist dann auch das, was ihr bei mir beim Pipi-Machen gesehen habt. Das ist eben der Teil des Schlauches, der eben außerhalb vom Körper ist. So, das Ganze muss zumindest am Anfang nach diesem operativen Eingriff auf jeden Fall mit einem Verband versorgt werden, der auch mindestens einmal am Tag gewechselt werden sollte, weil wie gesagt, das Ganze ist eben eine Wunde. Wenn das Ganze dann mal abgeheilt ist, reicht es im Normalfall alle 48 Stunden, also alle 2 Tage, einen Verbandswechsel zu machen. Das ist ein ganz normaler trockener Verband, der dort gemacht wird. Aber wenn die Stelle natürlich gereizt ist, entzündet ist, sollte man auf jeden Fall den Verbandswechsel häufiger machen. Also auch wenn es aus dem Loch zum Beispiel ein bisschen Flüssigkeit austritt oder so, dann ist es wichtig, dass man den Verbandswechsel regelmäßiger macht. Nach jedem Duschen oder Baden oder auch wenn man mal schwimmen gegangen ist, sollte auf jeden Fall der Verband gewechselt werden. Das heißt, wenn er komplett feucht ist, weil die Infektionsgefahr einfach erhöht ist.
Hier sieht man die Verbandsmaterialien, die für den Verband notwendig sind. Man braucht Hautdesinfektionsmittel. Man braucht eine sterile Schlitzkompresse zum Abdecken der Einstichstelle, wo der Katheter in die Bauchdecke geht. Kompressen, um die Stelle um den Katheter herum zu reinigen. Und natürlich auch ein Kleber, mit dem man dann die Kompresse fixieren kann. Bevor der Verband gewechselt wird, sollte die Person, die den Verbandswechsel vornimmt, sich die Hände desinfizieren. Dann wird das Pflaster abgelöst mit der darunterliegenden Kompresse. Vorsichtig weggenommen, nicht zu arg an dem Katheter ziehen. Dann wird mit einem Hautdesinfektionsmittel die Stelle desinfiziert, mit einer sterilen Kompresse drumherum geputzt. Wichtig ist da, dass man nicht zum Loch hinputzt, sondern vom Loch wegputzt und dann auch eine neue Stelle der Kompresse nimmt. Wichtig ist auch noch, dass die Stelle, wo das Pflaster klebt und auch drumherum um den Schlauch, um diese Einstichstelle, die Haut möglichst haarfrei gehalten wird durch eine Rasur. Das Pflaster klebt erstens besser, es ist angenehmer, wenn man das Pflaster entfernt und es vermindert natürlich auch das Infektionsrisiko. Dann nimmt man die Schlitzkompresse, die man möglichst nur an den Ecken anfasst, damit sie möglichst steril bleibt. Schiebt diese eben entsprechend am Katheter vorbei. Legt sie so hin, dass man diesen Schlitz nicht dort liegen hat, wo der Katheter nachher liegt, damit die Haut darunter geschützt ist. Deckt den Katheter noch mit einer Kompresse ab und klebt das Ganze mit einem entsprechend hautfreundlichen Pflaster wieder zu. So, und wenn euch das Thema nach wie vor noch interessiert, habe ich noch ein weiteres Video, in dem ich euch einfach noch so ein paar Zusatzoptionen, Möglichkeiten für den Katheter mit auf den Weg gebe und natürlich einfach Tipps und Erfahrungen, die ich gesammelt habe in den 7 Jahren, den ich den Katheter schon habe. Tschüss!